Parmo Gründungsjahr, dann direkt 3 Jahre später Corona-Krise. Was natürlich bei uns allen erstmal ein Schock war. Wir haben natürlich gedacht, oh Gott, der Markt ist komplett im Arsch. Porsche GTS, ja, ein normaler GTS, ein schönes Auto. Aber warum ist der auf einmal über Liste gehandelt worden? Ein GTS war mal über Liste. Ja, wir haben auch einen über Liste verkauft. Hey Martin, Hi Marvin. willkommen zur ersten Folge Parmo Talks. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch mal ein bisschen mit in die Welt der Sportwagen und Supercars und erzählen euch, was wir alles schon erlebt haben, was Martin erlebt hat. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall spannende Stories, da könnt ihr euch drauf freuen. Letztendlich kam es ja daher, dass wir gesagt haben, oder oft die Gespräche beim Mittagessen oder so irgendwie hatten, oder? Wo wir gesagt haben, das sind eigentlich spannende Geschichten, die vielleicht auch für Externe interessant wären, um einfach auch einen besseren Einblick in unser tägliches To-Do zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Nee, das ist eine gute Sache. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was wir draus machen. Und ja, lass uns einfach starten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Thema Corona. 2017, Parmo Gründungsjahr. Dann direkt 3 Jahre später Corona-Krise. Der Sportwagenmarkt im Schockzustand. Wie hast du das aufgenommen oder wie habt ihr das aufgenommen? Also wie du sagst, das war natürlich für uns kurz nach der Gründung, Ende 2017. Wir sind dann vollends durchgestartet erst 2018. Nach relativ kurzer Zeit haben wir einfach gemerkt, okay, wir müssen uns vergrößern, wir brauchen mehr Platz, wir brauchen ein dementsprechendes, wie soll ich sagen, eine Anlaufstelle für unsere Kunden und Freunde. Daraufhin haben wir uns auch relativ schnell oder kurz nach der Gründung dazu entschieden, das Projekt hier versuchen umzusetzen, um eben unsere schöne Parmo-Welt zu kreieren. Dann kam eben Corona oder Covid, was natürlich bei uns allen erstmal ein Schock war. Ja? Absolut, ja. Man wusste nicht, wie geht es weiter. Wir haben natürlich gedacht, oh Gott, der Markt ist komplett im Arsch. Das heißt, wir haben natürlich einfach auch viele Ängste gehabt zu der Zeit, weil es natürlich auch einfach nicht abzusehen war, wie es kommt. Und vor allem, man muss halt sagen, es konnte niemand absehen, wie positiv es eigentlich wurde, ganz einfach. Weil durch Covid, durch die ganze Verschiebung in der, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft, ja, dass man halt einfach auf einmal zu Hause war, Zeit hatte, keine Ahnung, nichts zu tun hatte, haben wir einfach gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Nachfrage bekommen, Nachfrage von neuen Kunden von außerhalb Europas. Ich denke, da kann ich vielleicht später nochmal ein, zwei kurze Geschichten dazu erzählen. Ja. Ja. Okay, aber heißt eigentlich, viele würden ja erwarten, okay, durch so eine Krise wie Covid, dass der Markt zusammenbricht. Aber wie du schon jetzt sagst, eigentlich haben sich spannende Möglichkeiten daraus ergeben. Willst du oder kannst du auf da konkreter nochmal drauf eingehen? Kann ich. Also pass mal auf. Ich habe 2009 in dem Business angefangen. Ja. 2009 war wirklich alles am Arsch, würde ich sagen, nach der Finanzkrise. Das heißt, es war rückblickend für mich der beste Zeitpunkt anzufangen, weil einfach alles wahnsinnig schwierig war, Autos zu verkaufen oder überhaupt Nachfrage zu bekommen, weil alle komplett verunsichert waren. Ja? Das heißt, es hat danach wirklich lange gedauert, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre, bis sich der Markt erholt hat. Aber danach hast du gemerkt, es war umso besser, es war umso stärker der Markt, weil natürlich die Gier nach den Sportwagen, die Gier nach den Hypercars, nach limitierten Fahrzeugen irgendwie umso größer war wie davor. Ja? Klar hatten wir 2014 circa auch das Glück, dass Porsche den 918 Spyder, McLaren den P1 und eben Ferrari den LaFerrari auf den Markt gebracht hat, was natürlich dazu beigetragen hat, dass auch die Autos deutlichst über Listenpreise gehandelt wurden, was ich bis dato eigentlich nicht kannte, nur vom 458 Italia. Ach, das war früher nie so. Ich kenne es natürlich nicht so. Ja. Mir wurde erzählt, dass damals, als Ferrari den 360 Modena vorgestellt hat, da lief es wohl ähnlich. Also die Autos wurden produziert, die Nachfrage war aber so groß, dass Ferrari das gar nicht liefern konnte bzw. produzieren konnte. Und da wurde mir erzählt, war das so das erste Mal, wo die Autos über Listenpreis gehandelt wurde, weil man einfach nicht warten wollte, einen zu bekommen.
Und ich selber habe es eben gemerkt, als der 458 Italia auf den Markt kam. Ich glaube, mit eines meiner ersten guten Geschäfte, die ich gemacht habe, war ein roter 458 Italia nach Dubai damals. Ja. Ich glaube, damals für 40.000 über Liste. Okay, krass. Aber 40.000 über Liste, für damalige Verhältnisse wahrscheinlich echt stark. Würde ich auch behaupten. Okay. Ja. Und also ich weiß es jetzt gar nicht, aber war der 458 damals auch schon so stark limitiert oder? War eigentlich kein stark limitiertes Auto. Es war einfach ein schönes Auto. Ich finde ihn auch Ja. nach wie vor wirklich cool, ein schönes Auto. Ich hätte eigentlich auch gern einen, wenn sich mal das Passende dafür oder das Passende findet. Genau, er war nicht limitiert, aber es war halt einfach nur die Wartezeit, die zu lange war. Oder halt einfach, dass man überhaupt keinen bekommen hat, vielleicht bei Ferrari und dann so sich auf dem Graumarkt einen gesucht hat. Ja, okay. Und beim Speziale war es dann noch krasser. Speziale war noch krasser natürlich. Es war limitiert oder ist limitiert, nicht in Stückzahl, aber im Produktionsraum. Ja? Und das heißt, es haben natürlich nur Top-Kunden von Ferrari bekommen. Wobei ich persönlich den Hype zum Speziale nicht mehr so im Kopf habe. Ich habe einfach noch den 458 Italia im Kopf und dann eben als 2014 die Holy Trinity auf den Markt kam. Das war dann für mich so der erste Einblick in dieses wirklich Hypercar-Trading. Diese Holy Trinity, jetzt nochmal in Bezug auf Covid. Ich meine, gut, die Preise sind wahrscheinlich über die Jahre sowieso tendenziell eher gestiegen für diese exklusiven Fahrzeuge wie eben die Holy Trinity. Hat sich das während Covid dann nochmal in irgendeiner Art und Weise geändert? Also wenn du schon sagst, okay, die Leute, oder es haben sich mehr Möglichkeiten ergeben, die Leute hatten Langeweile oder haben geschaut, was können sie machen. Hat das preislich was am Markt verändert? Also ich glaube, wir sind ein bisschen davon abgedriftet. Ich komme nochmal kurz zurück. Eben nach der Finanzkrise war 2014 ein großer Aufschwung. Der hielt sicherlich 2 Jahre an, würde ich sagen. Dann ab Ende 16, Anfang 17, da wurde der Markt deutlich ruhiger, weil es halt wieder einfach abgeflacht ist. Gründe weiß ich nicht mehr dafür. Und dann eben kam Covid nach einer Phase des normalen Marktes, sage ich jetzt einfach mal. Und durch die Verknappung, dass die Hersteller keine Fahrzeuge mehr produzieren konnten, weil Teile fehlten, als Beispiel. Ja, das hat natürlich den extremen Push gegeben, weil nichts auf dem Markt war. Das heißt, der Unterschied bei Covid war einfach nur, dass auch normale Modelle wahnsinnig gehypt waren, einfach aufgrund der Verknappung, genau richtig. Und dann zu den limitierten, zu der Holy Trinity, zu den limitierten Sportwagen, Hypercars, war während der Covid-Zeit, würde ich sagen, gar nicht so extrem. Da ging es mir, also da habe ich wahrgenommen, dass es eher wirklich die Fahrzeuge waren, die normal produziert werden, aber nicht konnten. Ja? Aber eben, was ich schon gesagt habe, es hat sich dadurch viele neue Möglichkeiten haben sich ergeben, weil du Kunden kennengelernt hast, die du bisher irgendwie nicht hattest. Aus Gründen, keine Ahnung. Ja, also ich habe mittlerweile einen sehr, sehr guten Freund aus Indonesien. Er war während Covid einfach gefangen zu Hause, sage ich jetzt einfach mal, und hat dann einfach Händler angerufen in Europa, die spannende Autos haben. Ja? Und hat sich halt generell einfach dafür interessiert, was kann er kaufen, was gibt es zu kaufen. Und er hat während der Zeit einen Pagani Zonda gekauft, sonstige limitierte Modelle auch von Ferrari. Und er erinnert sich einfach auch noch gerne an die Zeit zurück, hat mir neulich erst ein Bild davon geschickt, was sein Wohnzimmer damals war, ja? Also seine Garage mit den neuen Autos, die er sich dann gekauft hatte. Ja, okay, das ist sehr cool, ja. Weil wir es ja auch von der Holy Trinity hatten. Ganz kurz und knapp, welches Auto aus der Holy Trinity würde deiner Meinung nach oder darf deiner Meinung nach in keiner Sammlung fehlen und warum? Okay, schwierige Frage. Grundsätzlich gehört jedes in eine Sammlung. Natürlich ist der LaFerrari am meisten gehypt als Sammlerauto. Der 918er ist für mich mittlerweile das schönste Auto. Er ist für mich einfach irgendwie wahnsinnig schön. Zeitlos. Er ist schön gealtert in den letzten 12 Jahren. Ja. Und der McLaren P1 geht leider nach wie vor verloren, ein bisschen, obwohl er performancemäßig eigentlich das beste Auto ist, aus meiner Sicht. Okay. Ja. Deshalb, eigentlich brauchst du alle 3. Rein aus finanzieller Sicht, was macht am meisten Sinn?
Generell auch machen, für die Zukunft? generell machen limitierte Ferraris immer Sinn. Ja. Man hat es einfach am Markt gesehen. Man sieht es auch jetzt gerade wieder, was passiert mit den Preisen, die erzielt werden bei den Auktionen für die limitierten Ferraris. Aus verschiedenen Gründen. 918er, denke ich, wird sich noch weiterentwickeln. P1 sollte sich eigentlich entwickeln, aber es ist imagemäßig vielleicht irgendwie schwierig. Generell vielleicht bei McLaren, dass sich die Autos wirklich so auch entwickeln, wie sie können oder sollten. Ja. Aber man muss einfach auch sagen, dass Ferrari weltweit das größte Zugpferd ist, also der größte, wie sagt man, Magnet für diese Fahrzeuge und da natürlich eben auch das meiste Potenzial immer drin steckt. Dann schwenken wir nochmal zurück in Bezug auf Covid. Wie war es denn, also gut, während Covid haben wir besprochen, aber wie war es nach Covid? Wie hat sich der Markt verändert? Wie haben sich die Käufer dann auch verhalten, wo sie auch dann wieder was zu tun hatten, sage ich jetzt mal? Spannende Frage. Der Covid-Hype hat aus meiner Sicht relativ lange angehalten an verschiedenen Modellen. Guck dir Mercedes Ja. G-Klasse an. Ich meine, die waren eigentlich noch immer Überliste bis so jetzt vor einem Jahr vielleicht. Jetzt fallen sie so langsam ab. Ja? Okay, und das liegt auch noch an der Verknappung? Es liegt an der geringeren produzierten Stückzahl und einfach hohen Nachfrage am Markt. Hohe Nachfrage, An der einfach weil das G-Klasse. Auto gehypt ist. Genau, einfach weil es einfach ein beliebtes, gehyptes Auto ist, einfach seit Jahren und das einfach Covid verstärkt hat. Es gibt natürlich Modelle wie jetzt, keine Ahnung, ein Turbo S, ja, der auf einmal auch gehypt wurde und über Liste gehandelt wurde, was nicht ganz gerechtfertigt ist, auch aus meiner Sicht. Und diese Modelle sind natürlich dann auch wieder abgeflacht. Ob jetzt die G-Klasse berechtigt ist, über Liste zu bezahlen oder gehypt zu sein, ist eine andere Frage. Aber es waren halt einfach so generell die Autos, Porsche GTS, ja, ein normaler GTS, ein schönes Auto. Aber warum ist der auf einmal über Liste gehandelt worden? Ein GTS war mal über Liste. Ja, wir haben auch einen über Liste verkauft. Weil wir es damals auch teuer einkaufen mussten. Und es war dem Kunden auch bewusst, aber zu der Zeit war es halt so, weil man hat war halt keine der andere Markt, Möglichkeit. Ja. Genau, eben der Unterschied zu Covid und jetzt einfach, dass normale Modelle einen attraktiven Preis brauchen, dass sie verkauft werden, aber eben im Gegenzug Sondermodelle, Modelle, die so sicherlich nicht mehr gebaut werden, aktuell extrem gehypt sind und das aus meiner Sicht auch berechtigt. Als Beispiel ein Porsche Carrera GT war für mich lange unterbewertet. Warum? Das ist eine gute Frage. Er war einfach unterbewertet. Warum? Weil der Wagen viel mehr verdient hat. Es ist ein 10-Zylinder, den so bis auf der Lexus LFA eigentlich kein Sportwagen mehr hat. Lamborghini hat ihn auch anders lange, aber natürlich im Huracan anders, also ähnlich wie im R8 natürlich anders verbaut oder anders ausgelegt. Aber als wirklicher Supersportwagen würde ich sagen, hat der Carrera GT einfach da ein Alleinstellungsmerkmal. Plus ist ein Handschalter, was natürlich für viele auch sehr beliebt ist, weil es einfach noch puristischer ist. Limitiert. Auch lustig natürlich, dass Porsche zu der Zeit die Stückzahl gar nicht so wirklich verkaufen konnte, die sie geplant hatten, weil die Nachfrage nicht groß genug war danach. Oh, okay, auch spannend. Ja, also die hatten 1500 Exemplare geplant und haben meines Wissens 1283 Stück ausgeliefert, weil sie die restlichen nicht mehr verkaufen konnten. Aber weißt du, woran das gelegen hat? Nee, war vor meiner Zeit. Ich kann dir aber sagen, 918er zum Beispiel konnten die auch nicht verkaufen. Porsche-Zentren riefen mich damals an und haben gefragt, ob ich Kunden für einen 918er hätte und hätten mir damals auch eine Provision in Höhe von 50.000 Euro gegeben. Für jeden verkauften 918. Ja. Krass. Ich meine, wenn man sich das heute vorstellt, dass irgendein limitiertes Modell von Porsche, McLaren, Ferrari, sonst irgendwas nicht verkauft wird, schon komisch. Ja? Ja, heute reißen sich alle danach. Ja, natürlich. Ja. Also es muss einen Grund geben, warum diese Fahrzeuge, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, analogeren Fahrzeuge wie ein Porsche 918 Spyder, warum die zum jetzigen Zeitpunkt so gehypt sind und so eine große Nachfrage haben, aber damals eben, wie du schon gesagt hast, hat ein Porsche-Zentrum händeringend nach Kunden gesucht. Also woran liegt das? Was hat sich geändert? Okay, 918 ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil wir haben natürlich hier auch einen Hybridmotor verbaut, aber es zählt irgendwo da ein bisschen mit rein in die Ära. Die Frage war aber, okay, warum haben die damals zu der Zeit Probleme gehabt, die Autos zu verkaufen?
Ich glaube fast das gleiche Problem wie heute. Durch die Hybridbatterie waren vielleicht einfach, oder durch die Hybridtechnik waren die Leute vielleicht erstmal unsicher. Funktioniert das? Inwieweit geht das gut? Das bedeutet, bei Hybridtechnik sind die Menschen noch sehr voreingenommen. Ja, okay, das ist jetzt etwas schwieriger. Ich denke, vielleicht müssen wir es aus zwei Perspektiven sehen. Während Covid waren auch neue Modelle, die Ferrari gebracht hat, auch mit Hybridtechnik, zum Beispiel ein SF90, Ja. gehypt. Die wurden auch für 100.000, 150.000 über Liste verkauft. Ja? Krass. Die Angst oder einfach die Probleme, die einfach aber damit herkommen. Ja? Das heißt, der Wagen funktioniert vielleicht nicht, weil die Technik einfach doch noch nicht ganz ausgereift ist oder wie üblich bei Ferrari vielleicht nicht ganz so gut funktioniert. Erfahrungsgemäß gab es Probleme? Toi, 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 wir selbst nicht. Also zumindest nicht bei diesen Modellen. LaFerrari, McLaren P1 und 918, da gab es Probleme, haben wir auch selbst Probleme gehabt. Aber jetzt bei der neueren Generation von Hybridmodellen eigentlich nicht. Okay. Das Problem ist einfach nur, dass am Anfang der Hype wahrscheinlich nachgezogen durch Covid einfach noch da war an den Autos, die vermeintlich geringe Stückzahlen haben oder schwer zu bekommen sind oder mit einer langen Lieferzeit kommen. Ja? War am Anfang eben auch noch die Bereitschaft da für diese neuen Modelle mit der Technik, mit der besonderen Fahreigenschaften, die ja zweifelsfrei haben. Also halt die Leistung, die ein SF90 hat, ist natürlich genial. Ja? Absolut. Ja. Aber im Laufe der Zeit merkt man halt auch, okay, es ist vielleicht doch nicht so emotional, wie ich es mir vorstelle. Ja? Man hat vielleicht doch etwas Schwierigkeiten, man hat vielleicht auch einfach Angst. Nachdem natürlich jeder weiß, dass bei einem LaFerrari der Batterietausch von der Hochvolt-Batterie 200.000 Euro kostet, bei einem 918er auch um 120.000, 130.000 Euro und das gleiche bei McLaren. Ja? Hat man natürlich Angst vor diesen Kosten und somit hat man auch gemerkt, dass die Leute die Fahrzeuge gerne früher wieder abstoßen. Okay, ja, macht Sinn, verstehe ich auch. Das bedeutet aber, dass die Preise dann, oder haben die Leute war das ein schleichender Prozess oder hat es einmal geknallt? Es war ein schleichender Prozess. Es gab natürlich einen Peak. Auch wir haben zum Beispiel Fehler gemacht. Ich kann mich aber noch gut erinnern, wie wir damals einen SF90 Assetto Fiorano für über 500.000 Euro gekauft haben, weil das einfach der Marktpreis war. Kurze Zeit, oder was heißt kurze Zeit später, es hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen, dass die Nachfrage einfach weniger wird, ja, dass du bereit sein musst, die Autos zu reduzieren, um sie zu verkaufen. Hast du das nicht gemacht, weil du gedacht hast, es ist vielleicht nur kurzfristig, so wie wir auch, hast du am Schluss noch mehr bluten müssen. Also haben wir stark geblutet? Wir haben stark geblutet. Also wir haben unseren SF90 nach 2 Jahren Kampf, glaube ich, für 375.000 Euro verkauft. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass der Hype an, ich sage mal, diesen analogen Autos, Anfang der 2000er, aktuell wahnsinnig gehypt ist. Also, Entschuldigung, dass der Hype einfach an den analogen Autos jetzt gerade so extrem im Kommen ist. Beispiel Ferrari Enzo. Ja, Ferrari Enzo, mega cooles Auto. Hast du mir noch ein Beispiel unter 1 Million? Sehr gutes Beispiel. Carrera GT. Oh, okay. Carrera GT war lange Zeit, eben wie ich es schon gesagt habe, aus meiner Sicht unterbewertet. Du konntest wirklich gute Autos für 500.000, 600.000 Euro kaufen, vielleicht sogar weniger. Ja? Ich hatte vor langer Zeit mal einen Neuwagen im Kundenauftrag zum Verkauf. Ja? Der Kunde hat damals gesagt, wie vielleicht normale Autos im Bereich 600.000, 700.000 Euro waren. Ja, hat er gesagt, er will für sein Auto auf jeden Fall 1 Million, ansonsten verkauft er ihn nicht. Aber war das Fahrzeug in einer besonderen Spec oder? Er war einfach nur neu. Oder er hatte ganz wenig Kilometer. Ich glaube, er hatte 500 Kilometer. Und der Kunde, mittlerweile auch ein sehr guter Freund von mir aus Italien, wollte damals einfach das beste Auto auf dem Markt kaufen. Und er war bereit, auch deutlich mehr auszugeben. Okay, weil er das Potenzial gesehen hat. Wahrscheinlich, weil er das Potenzial gesehen hat, aber halt auch sich entschieden hat, einfach wirklich das Beste zu kaufen. Ja. Jetzt im Nachhinein gesehen, hättest du auch ein Auto natürlich mit 10.000, 15.000 Kilometer für 500.000, 600.000, 700.000 Euro kaufen können, weil der gleiche Wagen heutzutage sicherlich 1 Million mehr wert ist. Ach krass. Und wir sprechen in einem gar nicht so einem langen Zeitfenster. Also das hat sich so extrem hat sich das die letzten 4, 5 Monate entwickelt, aber es war irgendwie vorauszusehen.
Die Preise sind ständig ein bisschen gestiegen, es wurden weniger gute Autos auf dem Markt, aber trotzdem waren die Leute noch nicht bereit, sozusagen, okay, ich zahle jetzt 1,3 für ein gutes Auto. Und jetzt sind sie es? Jetzt bereuen sie alle, die es nicht gemacht haben. Ja, okay. Ich habe viele Gespräche heutzutage oder die Tage, oh hätte ich doch, oh hätte ich doch. Und das lag jetzt aber auch an Auktionsergebnissen oder da muss ja auch jetzt in den letzten, wenn du sagst, es wurde jetzt in den letzten 4, 5 Monaten nochmal krass, dann muss ja irgendwas passiert sein. Ja, auf jeden Fall waren gewisse Auktionsergebnisse schuld, vor allem in den USA. Man darf aber nicht vergessen, der USA-Markt ist ein anderer Markt wie der europäische Markt. Warum? Eigentlich. Da die meisten Autos, wie jetzt zum Beispiel Ferrari oder Porsche, die nicht für USA homologiert sind, bekommst du dort nicht angemeldet. Das heißt, Okay. der Markt ist relativ geschützt in sich selbst. Ja, die haben eine eigene Chassisnummer, die haben eigene, was weiß ich, Werte. Ja, deswegen kannst du europäische Autos gar nicht so einfach anmelden in den USA. Ja. Somit ist der Markt in sich natürlich irgendwo geschützt. Dazu kommen sicherlich auch die Ängste der Amerikaner wegen den Zöllen. Ja, dass auf einmal natürlich, wenn die Autos importieren, die Zölle deutlich höher sind und somit wurden die Autos im Land noch höher gehypt. Es war bei Ferrari aber schon immer so, weil die Stückzahl einfach weniger war, die in den USA war, wie auf der Welt, am Rest der Welt, so muss ich sagen. Bedeutet in den USA, das ist eigentlich ein mehr in sich geschlossener Markt. Ja. Und jetzt denken alle in Europa, ja gut, wenn die in den USA so gehandelt werden, dann können wir das auch. Genau. Okay. Genau so ist es, zu Recht oder auch nicht. Natürlich zieht der europäische Markt mit und man merkt eben auch, dass gute Autos dann irgendwie weniger werden. Aber eben wir hatten es ja davon, dass viele Leute es bereut haben, eben ein Carrera GT nicht zu kaufen. Ja? Oder auch ein Enzo, ein gutes Beispiel. Ich hatte vor einem halben Jahr mit einem Freund darüber gesprochen, welchen Enzo er kaufen möchte. Ja? Zu dem Zeitpunkt wollte aber das ganz Besondere mit wenig Kilometer zu einem guten Preis. Ja? Es gab so ein, zwei interessante Fahrzeuge aus meiner Sicht, da waren ihnen aber dann die Kilometer zu viel. Ja? Anstatt, keine Ahnung, 8.000, 9.000 Kilometer hatte der Wagen dann 13.000 Kilometer. Das bedeutet, er hat eigentlich im Endeffekt zu lange gewartet und muss es jetzt ausbaden. Zu lange gewartet und muss jetzt halt damit klarkommen, den neuen Preis zu akzeptieren. Ja? Das heißt, wenn man damals einfach gesagt hat, hey, dieses besondere Auto kostet 5 Millionen. Ja? Ja. Jetzt wird er wahrscheinlich keinen mehr unter 7 bekommen. Aber er muss sich erstmal wieder damit klarkommen, jetzt 2 Millionen mehr auszugeben innerhalb dieser kurzen Zeit. Und deswegen stürzt sich der Markt natürlich jetzt aber eben auch auf Autos, die in einer ähnlichen, wie sage ich jetzt, einer ähnlichen Konstellation sind. Also wie jetzt zum Beispiel ein Carrera GT. Es war klar, dass jetzt, wenn die Ferraris so wahnsinnig hochgehen, dass man dann überlegt, okay, welche Alternativen gibt es noch, wie zum Beispiel ein Carrera GT. Ja? Und auf einmal sind die Leute auch bereit, über 2 Millionen für ein gutes Auto auszugeben. Und das zieht immer so gewisse Autos einfach mit. Okay, das bedeutet, viele analogere, ältere Autos werden da mitgezogen, aber gibt es auch, oder was mich interessieren würde, gibt es auch Hersteller, die neue Autos bauen, die aber trotzdem an diesem Hype mithalten können, sage ich jetzt mal. Ich denke da nur an so eine Marke wie zum Beispiel Gordon Murray. Gut, dass du sagst. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, mir fällt momentan nichts super Spannendes ein, Ja. was die Hersteller produzieren oder wo ich sagen würde, hey, das möchte ich unbedingt vorbestellen, Ja. weil ich dran glaube. Bis auf natürlich Sondermodelle von Ferrari. Auch hier zum Beispiel der F80, ich finde ihn cool und ich denke, der macht auch seinen Weg. Viele mögen ihn nicht vom Design her, weil er nur einen Sechszylinder hat. Ich finde ihn trotzdem gut. Aber Gordon Murray ist ja eigentlich ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Die machen ja eben nicht das, was so die normalen Hersteller machen, ja? Sondern die schauen einfach, dass sie wieder ein leichtes Auto bauen mit einem schönen Zwölfzylinder, der bis 11.000, 12.000 Umdrehungen dreht. Am besten noch eben analog als ein Handschalter. Und das ist natürlich begehrt, weil du so etwas heutzutage nicht mehr bekommen kannst. Und sind wir ehrlich, es geht ja nicht darum, wie schnell du von 0 auf 400 fährst. Wo kannst du es? Es geht ja eigentlich darum, Was fühlst du, während du beschleunigst? ja, und wie viel Spaß macht es vielleicht zwischen 80 und 140 zu fahren? Ja? Wie viel Spaß macht es, in Kurven zu fahren? Oder Kurven anzubremsen, was zum Beispiel ich wahnsinnig liebe und da halt einfach den GT3 RS als mein Lieblingsauto bezeichne, weil er einfach Spaß macht für mich zu fahren, im Sinne von, ich kann Kurven schnell anfahren, schnell fahren. So, wir hatten jetzt viele tolle Themen. Ich würde sagen, für dieses Video passt es erstmal. Danke dir, Marvin. Und gerne, ich danke dir. Und fürs nächste Video haben wir auch spannende Themen, wie zum Beispiel deine
Autos. Und wie sich das alles über die Zeit entwickelt hat, das wird, glaube ich, sehr spannend. Deswegen freut euch auf jeden Fall drauf und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Danke, bis zum nächsten Mal.